Hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal Crazy Dog Gaming. Heute zeige ich euch, was ihr alles benötigt, um einen Gothic 1 und auch einen Gothic 2 Speedrun machen zu können. Als allererstes, was ihr macht, ihr geht auf alle Links, was ich unten verlinkt habe, und ladet es euch erstmal herunter. Ich werde euch jetzt auch erzählen, was es sich mit den ganzen Links bzw. Downloads auf sich hat. Der erste Download ist ein Gothic 1 bzw. auch ein Gothic 2 Patch. Bei dem geht es einfach nur darum, dass man die Abstürze von Gothic 1 und 2 minimiert. Dann gibt es einmal den Gothic Player Kit bzw. auch den Gothic 2 Player Kit. Bei denen geht es eigentlich nur darum, dass ihr überhaupt Mods auf Gothic spielen könnt und auch einen Gothic Starter dann habt. Dann kommen wir zu den Gothic System Pack beziehungsweise auch den Gothic 2 System Pack. Bei dem System Pack ist einfach nur so, da wird der System Pack von Gothic geändert und der wird so geändert, dass ihr ohne Probleme immer Gothic 1 und 2 starten könnt und auch bei Add-ons und Mods dann allgemein keine Probleme habt, dies zu spielen. Dann kommen wir zu Gothic DirectX 11, also D3D11 Renderer Clockwork Edition. Das ist eigentlich ein Add-on nur, dass ihr einen Shader in Gothic habt und dass euer Spiel auch reibungslos und flüssig funktioniert. Ihr könnt dann auch direkt in Gothic 1 und auch in Gothic 2 Sachen konfigurieren, auch Grafiken, FPS und alles mögliche, sodass ihr nicht immer wieder das Spiel schließen müsst. Aber das seht ihr alles gleich. Das allererste, was ihr installiert, ist das Gothic Patch 108K. Macht nicht den Fehler wie ich, drückt hier direkt auf Nein, weil er wird dann hier direkt einen Gothic automatisch suchen und es kann sich wirklich um Stunden handeln. Also wenn ihr euren Gothic in Desktop oder woanders angelegt habt, dann drückt einfach auf Nein und dann müsst ihr ihn selber suchen. Ich habe ihn jetzt beispielsweise in Desktop, einfach wegen diesem Tutorial. Sowohl bei Gothic 1 als auch bei Gothic 2 werden wir direkt den Patch installieren. Hier heißt er halt den Gothic 2 Fix 2.6.0. Hier müsst ihr auch selbstständig euren Ordner suchen, wäre auch im Desktop direkt. Dann als nächstes tun wir bei Gothic 1 und bei Gothic 2 die Player Kits installieren. Und als nächstes sowohl bei Gothic 1 als auch bei Gothic 2 das System Pack. Dann installieren wir jeweils das D3D11 Renderer. Wenn wir jetzt alles jeweils installiert haben, gehen wir jetzt einmal auf diesen Timer, den ich euch erzählt hatte, wo ihr entweder bei Gothic 1 oder bei Gothic 2 Speedrun Tutorial findet. Da findet ihr dann einmal Ordnern, wo ihr verschiedene Dateien in euren Gothic-Ordnern reinziehen müsst, und ihr findet einmal die beiden Onion-Installationen. Was Onion genau ist, könnt ihr dann auch bei World of Gothic sehen, das werde ich euch auch verlinken. Das ist eigentlich nochmal dazu ein Installer bzw. ein Add-on, wo neue Videokarten unterstützt, neue Audioformate. Ihr habt neue Plugins, wo ihr auch in eure Mods zugleich nutzen könnt, aber auch allgemein läuft euer Gothic dann auch flüssiger. Der Vorteil bei Onion ist auch, ihr müsst nicht separat runterladen, ihr könnt Onion sowohl bei Gothic 1 auch als bei Gothic 2 installieren. Erstmal ziehen wir beide Onions heraus, sonst kann ich die nicht ausführen. Und dann werden wir erstmal den Onion 1.0K installieren. Dann müsst ihr auch wieder mal euren Gothic Folder suchen, sowohl Gothic 1 als auch Gothic 2. Deswegen tut ihr es doppelt ausführen jeweils. Gothic 2 Folder, hier, perfekt. Und den 4 GB System Patch. Das ist halt nochmal dazu ein Patch, dass eure Gothics mit einem Arbeitsspeicher von bis zu 4 GB laufen können, weil die sind ja gedrosselt. Also ich weiß nicht, wie viel bei Gothic 1 und bei Gothic 2 gedrosselt ist, aber bei Gothic 1 und bei Gothic 2 wird dies bis zu 4 GB hochgeschraubt, sodass ihr dann ein flüssigeres Spielen habt.
So, und jetzt hätte ich beide Onions auch installiert. Nächster Schritt ist, öffnet jetzt eure Gothic-Ordner. Jetzt fangen wir erst einmal mit Gothic 1 an. Dann geht ihr auf euren Timer und dann müsst ihr lesen, was ihr wollt. Also auf jeden Fall Copy into every game heißt, dass wir alles in jeden Gothic einfügen müssen, auf jeden Fall. So, das haben wir getan. Das können wir jetzt eigentlich auch bei Gothic 2 direkt erledigen. So. So. Dann geht ihr zurück einmal und dann müsst ihr gucken, was ihr wollt. Entweder, es kommt drauf an, was ihr für einen Speedrun machen wollt. Bei Gothic 1 beispielsweise, alle Kategorien könnt ihr diesen Folder einfügen. Copy into Gothic 1 Folder Only Glitchless oder No Major Glitches wäre dann dieser Ordner. Und bei Gothic 2 ist es genauso. Also entweder Classic, Classic Only Any Prozent oder Gothic 2 Night of the Raven Folder. Deswegen, ich werde jetzt bei Gothic 1 alle Kategorien mal reinfügen, weil ich bin einer, ich mache gern den No OOB Speedrun. Ihr müsst dann den System Pack INI einmal übernehmen lassen. Das machen wir dann auch bei Gothic 2 die Nacht des Rabens. Das wird dann auch den System Pack INI einmal überschreiben wollen. Das macht auch einfach nur, euer System Pack ist ja konfigurierbar, aber dieses System Pack, was nochmal eingefügt wird und übernommen wird, ist einfach nochmal zusätzliche Befehle, dass ihr beispielsweise auch euer Timer dann benutzen könnt. Hier gibt es noch ein Timer Plugin Source. Dies würde ich dann noch zusätzlich bei beiden Gothics hinzufügen. Alle Installationen, die ihr benötigt, sind jetzt abgeschlossen und jetzt werde ich euch zeigen, dass es bei Gothic 1 und bei Gothic 2 funktioniert. Ganz kurz noch, was ich euch erzählen wollte. Wenn ihr dies bei Spine machen wollt, dann benötigt ihr beispielsweise nicht den Onion Installer und auch nicht den Clockwork, also den D3D11 DirectX 11 Installer, weil ihr könnt dies alles schon direkt beim Spine installieren. Aber ich werde euch später zeigen, dass es genauso bei Spine funktioniert. Deswegen, entweder ihr macht diese ganze Installationen, damit alles reibungslos funktioniert, oder wenn ihr das per Spine spielen wollt, braucht ihr kein Onion und kein Clockwork und könnt es dort dann direkt installieren. Aber wie gesagt, ich werde euch erstmal zeigen, dass es alles funktioniert hat. Ihr geht dann auf System und dann geht ihr auf Gothic, dann wird hier auch ein Launcher erscheinen und dann tut ihr dieses hier. Ihr könnt entweder das oder Shinies. Shinies ist ganz einfach ein Gothic, wo die ganzen Textdateien und alles, was ihr seht, dann sozusagen nicht existiert, sondern nur so Punkte oder so. Das ist dann einfach, dass man ein bisschen mehr Arbeitsspeicher generiert. Wie ihr sehen könnt, ist oben links schon der Game Timer. Ihr geht dann einmal rein in Gothic. So. Und der D3D11 ist auch drin, so wie ihr es sehen könnt. Was ihr aber beachten müsst, das ist sehr wichtig bei Gothic 1. Bei Gothic 1 No OOB benötigt ihr die 20 FPS. Deswegen habt ihr bei den Gothic 1 All Categories dies eingefügt, weil dieses Gothic 20 FPS runtergedrosselt wird. Dies wurde einfach nur dazu gemacht, damit man besser den Katapult-Glitch handeln kann. Zum Beispiel, ich habe es mal mit 26 FPS versucht, aber dies hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Man hat natürlich den Vorteil, desto flüssiger das Spiel ist, desto mehr Zeit gewinnt man auch, desto mehr smoother ist man auch allgemein. Aber mit 20 FPS schafft man eigentlich den Katapult-Glitch immer wieder. Und ja, den kann ich euch auch ganz kurz zeigen. Was ihr halt aktuell seht, die Reichweite ist recht low, aber das ist kein Problem. Ich habe jetzt wie gesagt diesen DirectX 11 und den kann ich alle Konfigurationen machen. Also wenn wir den Wall Draw auf 10 machen, dann sieht es schon recht besser aus. Ihr kommt jetzt her und macht euren Katapult-Glitch. So. Das sollte jetzt auch funktioniert haben. Und wir sind schon beim Ork-Lager. Ihr könnt es auch mal mit mehrere FPS versuchen, aber auf jeden Fall über 25, 26 FPS wird es recht unmöglich. Was ich euch noch erklären will,
ist, danke. dass mit P könnt ihr die Realtime einschalten. Also die Realtime ist eigentlich, also der Unterschied zwischen Gametime und Realtime ist die Gametime, das heißt, alles was in-game passiert, wird aufgezeichnet. Aber beispielsweise Laden oder Spiel neu starten oder so, ist dann in der Realtime. Also die Gametime ist dann die tatsächliche Spielezeit. Und die Realtime ist einfach die echte Zeit, wie lange ihr selber braucht und wie lange auch euer PC braucht. Es kann auch sein, es ist alles PC-abhängig, dann braucht das Laden 10-mal länger und die Realtime ist dann halt länger als bei den anderen zum Beispiel. Deswegen gibt es die Gametime. Aber ihr habt gesehen, alles funktioniert, aber wir sind ja noch nicht fertig, nämlich jetzt kommt auch noch die Gothic 2. Jetzt gehen wir in Gothic 2 System. Da gehen wir in den Gothic 2 Starter, ist eigentlich scheißegal. Und dann gehen wir mal hier in den Night of the Raven rein. Ganz normal. Da unten steht auch schon Onion 1.0 with System Pack 1.9. Das ist sehr gut, wenn es da drin steht. Und wie ihr sehen könnt, haben wir auch direkt den Timer hier. Immer wenn ihr den Timer seht, dann habt ihr alles richtig gemacht eigentlich. Und der DirectX 11 hat auch funktioniert. So wie bei Gothic 1 tut ihr mit P auch die Realtime einstellen. Und mit F11 könnt ihr auch alle Konfigurationen hier tätigen. Also ist eigentlich das gleiche Spielchen. Das letzte, was ich euch noch zeigen will, ist, wie ihr das mit Spine macht. Also wie ihr dann euren Speedrun über Spine spielt, wenn ihr eure Spielzeit per Spine aufnehmen wollt beispielsweise. Wie allgemein Spine funktioniert, werde ich dann in einem anderen Tutorial zeigen. Hier zeige ich jetzt nur, wie ihr das per Speedrun macht. Also ihr geht dann her, dann bei Pfade und dann müsst ihr eure Gothic Folder suchen. Die sind wie gesagt bei mir simpelhaft im Desktop, deswegen muss ich da nicht viel machen. Einfach Ordner auswählen, anwenden und dann werden eure Ingame-Dateien hier aufgeladen. Ihr könnt es auch dann sehen, wenn ihr herkommt. Ich habe jetzt hier ein paar Mods über Spine installiert, deswegen sieht es so voll aus, aber beispielsweise hier bei Gothic 2 der Nacht des Rabens oder andersrum bei Gothic 1. Wie ihr das jetzt macht, zeige ich euch jetzt. Nämlich, wenn ihr jetzt beispielsweise nur mit einem System Pack das Spiel auflädt, das ist jetzt ein Beispiel. Ganz normal, ihr holt das Spiel, tut es hier aufladen und bei euch ist jetzt hier nur der System Pack. Dann seht ihr schon, unten ist kein Onion-Zeichen da und das Spiel ist gecrashed. Perfekt, also es funktioniert so oder so nicht. Aber ich zeige euch jetzt nur, wie ihr das Ganze installiert. Nämlich, ihr geht auf Datenbank und das allererste, was ihr installiert, ist das Onion. Perfekte ist hier, dass das Onion schon für Gothic 1 und Gothic 2 integriert ist. Ihr geht dann hier einfach drauf und geht dann auf Installieren. Bei mir ist es jetzt nicht da, weil ich das Spiel schon installiert hatte. Ihr könnt dann auch nochmal alle Informationen und alles sehen. Aber wie gesagt, das seht ihr auch bei World of Gothic. Zusätzlich ladet ihr euch von Saradoc die Onion No Gameplay Changes pur herunter. Das ist zusätzlich ein Installer, was jetzt beispielsweise nicht dabei war bei den Non-Spine Installer, aber über Spine habt ihr noch den Gameplay Changes pur und das macht die Gameplay Änderung von Onion rückgängig und behält lediglich die technische Verbesserung. Und dabei sind die FPS unbegrenzt, das heißt ihr müsst es dann manuellerweise einstellen, aber das kann ich euch auch noch zeigen, wie ihr das beim System Pack begrenzen könnt. Aber wie gesagt, ihr müsst es nicht installieren, dieses No Gameplay Changes pur, wenn ihr es nicht installiert, beispielsweise, und ihr habt alles installiert schon von den Speedrun-Dateien, dann wird euer Gothic so oder so bei 20 FPS sein. Das ist jetzt nur, wenn ihr unendlich FPS haben wollt. So, und dann, wenn ihr das D3D11 haben wollt, gebt ihr einfach D3D11 ein und dann installiert euch wie bei den manuellen die beiden Ordnern. Das ist aber separat Gothic 1 und Gothic 2. Was ich euch dann noch empfehle, das ist dann auch der 4 GB Patch von Onion. Das wäre dann hier auch noch separat
von Gothic 1 und Gothic 2. Das würde ich euch auch noch empfehlen, wenn ihr nicht die Onions manuell installiert habt per Non-Spine. Und ich zeige euch, dass es funktioniert. Also ihr müsst dann eigentlich nur einmal das System Pack deaktivieren, dann aktiviert ihr das 4 GB Patch, D3D11 Renderer, Onion und Onion No Gameplay Changes pur, wenn ihr wollt. Ihr seht auch schon wieder mal, unten steht Onion. Wenn dies direkt steht, dann habt ihr wie gesagt alles richtig gemacht. Aber zur Sicherheit, wenn das Spiel auflädt und oben links euer Timer ist, dann sollte alles passen. Und oben links ist euer Timer. Jetzt will ich es euch noch ganz kurz für Gothic 2 zeigen. Hier ist eigentlich das gleiche Spiel. Hier habe ich noch 10.000 andere Mods aktuell an. Aber 4 GB Patch, D3D11 Renderer, Onion und Onion No Gameplay Changes pur. Da unten ist wieder das Onion-Zeichen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Jetzt hat Gothic ein anderes Hintergrund wegen meinen Mods. Aber oben links ist auch die Game Time. Und dann hat bei euch hundertprozentig alles funktioniert. Wenn ihr Gothic 1 startet mit No Gameplay Changes pur, könnt ihr wie gesagt mit den D3D11 per F11 eure FPS drosseln, aber nur bis zu 26 FPS runter. Wenn ihr aber dies manuell wie gesagt einstellen wollt, geht ihr auf Gothic, dann geht ihr auf System und dann sucht ihr euren System Pack aus. Das müsst ihr dann öffnen, dann wird eine Textdatei geöffnet. Und dann müsst ihr euren FPS suchen. Das FPS-Limit ist gerade auf 1. Und ihr könnt es dann auf 0 stellen. Bei 0 ist es dann auf aus. Und ihr habt dann keine 20 FPS mehr. So tut ihr das an- und deaktivieren. Aber wie gesagt, wenn ihr dann das Glitchless installiert, dann solltet ihr eure vollen FPS haben. Aber das ist nur, damit ihr das wisst auf jeden Fall. Was ich euch auch noch sagen kann ist, hier könnt ihr euren Borderless Window aktivieren. Hier könnt ihr auch irgendwo aktivieren oder deaktivieren, dass ihr in Vollbild oder in Windowed spielt. Dann habe ich es höchstwahrscheinlich mit dem Gothic verwechselt. Aber, wie gesagt, mit D3D11 könnt ihr sogar dann dort einstellen, wie ihr das Gothic spielen wird. Ihr könnt es Windows spielen, ihr könnt es Full Desktop spielen, ihr könnt auch Full Desktop mit Window dazu, das heißt, ihr könnt dann rein und raus skippen, wie ihr wollt, von den Desktops her. Wenn ihr eure Videos ausschalten wollt, dass ihr Zeit spart, könnt ihr dies hier auch einfach deaktivieren, die Play-Logo-Videos. Das ist eigentlich auch am besten, sodass ihr dann, wie gesagt, Zeit spart. Und Animated Windows hätte ich auch deaktiviert und die Subtitles auch. Weil Animated Windows, das kann ich euch kurz zeigen, wenn ich Gothic starte. Ihr seht jetzt diese Animationen oben. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil so könnt ihr ein bisschen Zeit verlieren. Aber, wenn ihr jetzt herkommt und animierte Fenster ausmacht. Und wir lassen jetzt mal Untertitel an, damit ihr mal den Unterschied seht. Ihr könnt so viel Zeit dadurch sparen und seid auch 10-mal schneller. Seht ihr das? Das ist der Unterschied. Aber ihr seht auch, ich habe das deaktiviert. Ne, beziehungsweise, ich spiele jetzt aktuell mit den No Gameplay Changes pur. Und ihr seht, dass ich 60 FPS habe. Wenn ich schon hier bin, kann ich es euch zeigen. Ihr könnt, wie gesagt, nur bis zu 26 FPS runterdrosseln, aber ihr seht schon, es ist gedrosselt und es ist ein bisschen flüssiger als die 20 FPS, aber das müsst ihr wissen. Wenn ihr noch irgendwelche Probleme habt oder so, ihr könnt nochmal hier alles durchlesen, was diese Mods sind, was ihr alles installiert habt, das ist kein Problem. Aber wenn ihr irgendwelche Probleme habt, könnt ihr hier gucken, bei Gothic 1 und bei Gothic 2, wie ihr eure Spiele allgemein einstellt. Es kommt auch drauf an, was ihr natürlich spielt, aber eigentlich habe ich euch alles schon erklärt. Wenn ihr aber Probleme habt, wo ihr keine Ausweg rausfindet, dann kommt in diese Speedrun-Server, in dem Server sozusagen, wo wir dann ausdiskutieren und helfen und alles mögliche. Also nicht schämen, einfach in diesen Discord reinkommen oder einfach in mein YouTube unten in die Kommentare schreiben, damit ich es dann ausdiskutieren kann in dieser Gruppe. Aber wie ihr wollt, vielleicht habt ihr auch dann keine Probleme. Es ist eigentlich wirklich eine simple Installation
Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch auch helfen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Freunde habt oder Gothic-Spieler kennt, die Probleme haben bei den Setup oder bei den Speedrun-Installer, dann empfehlt auf jeden Fall denen mein Tutorial. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder auf Crazy Dog Gaming. Ciao!